Möchtest du endlich wieder schmerzfrei auf die Toilette gehen? Dann ist dieses Video für dich. Heute erfährst du, was diese Schmerzen verursachen können, und das sind keine Hämorrhoiden, was du akut dagegen machen kannst, damit deine Beschwerden gelindert werden, warum sie genau in diesem Ort entstehen und was du machen kannst, um deine Schmerzen akut und langfristig zu beheben. Schmerzen während oder nach dem Stuhlgang kommen häufig wegen Analfissuren. Eine Analfissur ist ein Längsriss an der Schleimhaut des Aftes. Diese Risse entstehen wegen einer mechanischen Verletzung. Auf einer Seite hat man Beckenboden, der zu verspannt ist und dadurch verhindert, dass der Stuhl rauskommen kann. Und auf der anderen Seite hat man einen Stuhl, der viel zu trocken ist und deshalb zu viel Druck nach außen ausübt. Die allergrößte Mehrzahl der Analfissuren passieren auf 6 Uhr. Das heißt, wenn du das Becken von unten aus betrachtest, oben Schambein, unten das Steißbein, dann sind die Analfissuren am häufigsten auf den hinteren Anteil, Richtung Steißbein hin. Dieser Bereich ist deutlich schlechter mit Blut versorgt als der Rest von dem Analkanal, was dieses Areal empfindlicher macht. Außerdem zeigen Patienten mit Analfissuren einen sehr erhöhten Beckenbodentonus. Das heißt, die Muskulatur ist deutlich verkrampfter. Ob man Schmerzen hat und deswegen die Muskulatur sich verkrampft oder ob diese Verkrampfung die Entstehung von Analfissuren begünstigt, wissen wir noch nicht so richtig. Entspannungsübungen für den Beckenboden wirken sowohl bei der Behandlung der Symptome, deine Schmerzen werden weniger, als auch bei der Behandlung der Ursache. Dadurch wird die Spannung der Muskulatur geringer und der Stuhl kann leichter eliminiert werden. Für diese Übung solltest du dich jetzt bequem auf den Rücken hinlegen. Deine Beine sind gestreckt, deine Füße sind ungefähr hüftbreit auseinander oder ein bisschen weiter. Und jetzt ist es das Wichtige, die Wahrnehmung des Beckenbodens. Platziere eine Hand ungefähr oberhalb von dem Schambereich. Und jetzt solltest du spüren bei der Einatmung, dass du die Atmung zu diesem Bereich hin lenkst. Und bei der Einatmung solltest du spüren, dass dein Beckenboden sich entspannt, locker wird und nach unten bewegt wird, fußwärts. Und gleichzeitig solltest du dann die Füße nach außen drehen. Dann spannst du den Beckenboden an, drehst die Hüfte nach innen und atmest wieder aus. In einem Zyklus sollte das dann so aussehen. Einatmen in den unteren Bauch. Deine Hand hebt sich hier unten hoch, nicht nur im Brustkorb. Die Beine bewegen sich nach außen. Der Beckenboden wird locker und bewegt sich fußwärts. Jetzt Beckenboden anspannen, nach innen reinziehen, ausatmen. Der untere Bauch wird flach und du bewegst gleichzeitig die Beine nach innen. Und noch einmal einatmen in den unteren Bauch. Die Beine nach außen drehen, der Beckenboden wird locker und bewegt sich nach unten, fußwärts. Beckenboden anspannen. Der untere Bauch wird flach. Du drehst die Hüfte leicht nach innen. Diese Übung solltest du dann jeden Tag für mindestens 10 bis 15 Wiederholungen durchführen. Du solltest ganz bewusst deinen Körper bei dieser Übung wahrnehmen. Nur wenn du die Spannung des Beckenbodens auch wahrnehmen kannst, kannst du auch die Entspannung wahrnehmen. Hast du Beschwerden mit dem Beckenboden? Dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du viele Tipps für deine Gesundheit, wie du mit einfachen Übungen zu Hause deine Beschwerden lindern kannst. Und jetzt ist die Analfissur da und du fragst dich, was du machen kannst, um schmerzfrei auf die Toilette zu gehen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Sitzbäder sehr effektiv sind, um diese Akutbeschwerden zu lindern. Es gibt einfache Vorrichtungen, die du nutzen kannst, direkt auf dem Klo, damit diese Sitzbäder viel einfacher sind. Unten in den Infos verlinke ich dir einen Link dazu. Diese Sitzbäder solltest du dann je nach Möglichkeit zweimal am Tag für mindestens 10 Minuten durchführen.
Durch die Wärme verbesserst du die Durchblutung von diesem Areal, was dafür sorgt, dass die Analfissur deutlich schneller heilt. Außerdem hat eine Studie gezeigt, dass das Kamillenextrakt eine gute Hilfe sein kann bei dieser akuten Phase, vor allem bei der Schmerzlinderung. Und das Allerwichtigste, damit du keine Schmerzen hast, ist die richtige Konsistenz vom Stuhl. Wenn du akut eine Analfissur hast, solltest du viel trinken und besonders viel Ballaststoff zu dir nehmen. Denk dran, Bewegung hat einen super positiver Effekt auf deine Verdauung. Welche Übungen es genau sind, siehst du hier in diesem Video. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!